Auf unserem Weg durch den Norden von Deutschland sind wir an der Nordseeküste angekommen. Wir sind in Ostfriesland, in der Stadt Norden und im dazugehörenden Stadtteil Norddeich, der an der Küste liegt. Der Marktplatz. Wir sind im Stadtzentrum von Norden. Das soll einer der größten Marktplätze in Deutschland sein, auf dem Bäume stehen. Über 6 Hektar ist der Marktplatz groß. Und die schönsten Gebäude der Altstadt, sie stehen hier rund um diesen Marktplatz. Rund 25.000 Einwohner hat Norden, eine der ältesten Städte hier in Ostfriesland. 1255 wurde die Stadt zum ersten Mal in einer Urkunde erwähnt. Viele kennen Norden von der Fahrt, wenn man zum Fährhafen in Norddeich will, von dem es dann nach Norderney und nach Juist geht. Rechts, das ist die Mennonitenkirche von Norden. Das schicke Patrizierhaus hieß früher Kettlersches Haus. Ende des 18. Jahrhunderts kauften es die Mennoniten als zukünftige Kirche. Das sind 3 bemerkenswerte Häuser. Sie sehen alle 3 fast gleich aus. Und weil sie sich so ähnlich sind, heißt das Ensemble Tres Sisters, die 3 Schwestern. Die Backsteinhäuser wurden um 1600 gebaut. Der Baustil, der heißt Renaissance. Das rechte der Häuser ist übrigens ein rekonstruierter Bau, da der Originalbau zwischendurch abgerissen worden war. Das zweite Haus von rechts, das ist heute das Polizeikommissariat. Zu dem Haus mache ich dann später nochmal ein extra Video, das ist nämlich ein interessanter Filmdrehort. Gegenüber dem Marktplatz führt eine Straße weiter in die Innenstadt. Hier steht das Schöningische Haus, ein Renaissancebau aus dem 16. Jahrhundert. Das Haus hat deutliche Vorbilder unter den Bürgerhäusern in den Niederlanden. Die Fassade setzt sich abwechselnd aus Backstein und hellem Sandstein zusammen. Überall stehen hier hübsche Häuser. Links das Haus, heute ein Hotel. Früher war hier die Posthalterei. Das ist das alte Rathaus. Inzwischen ist hier das Heimatmuseum und das Teemuseum eingezogen. Am Marktplatz steht auch die Ludgeri-Kirche, angeblich die größte Kirche Ostfrieslands. Die Kirche hat auch einen Kirchturm, der, wie meist in Ostfriesland üblich, vom übrigen Kirchenbau entfernt steht. Im Norden führt sogar eine Straße zwischen Turm und Kirchenschiff durch. Die Kirche hat ein Langhaus, das ist 38 Meter lang, und statt der Apsis hat es ein Querschiff, das ist 32 Meter lang. Wenn man auf dem Parkdeck von einem Kaufhaus steht, kann man 2 Mühlen sehen, die Friesia-Mühle und die Deichmühle. Diese Mühle hier, ein sogenannter Galerieholländer, ist 4 Stockwerke hoch. Im Stadtzentrum steht das Competence Center Submarine Cables oder einfach Seenot-Kabelstelle. Hier kommt heute das transatlantische Telefonkabel Nummer 14 an. Das Kabel ist sozusagen die Datenautobahn zwischen Europa und Nordamerika. E-Mails, Internetanfragen an US-Dienste, Telefonate, aller Datenverkehr zwischen Europa und Nordamerika läuft über dieses Kabel in Norden. 2 Mennoniten gründeten in Norden eine früher in Deutschland sehr bekannte Firma, Dornkart. Genau, der Schnaps Dornkart, früher bekannt und beliebt, wurde in Norden hergestellt. Und das in diesen Fabrikgebäuden. Die stehen heute leer bzw. werden von anderen Unternehmen genutzt. 1806 war Dornkart in Norden von Jan ten Dornkart Kroelmann gegründet worden. Ein Norderner Kaufmann unterstützte den Niederländer dabei. Seit den 90er Jahren, nachdem die Firma verkauft wurde, wird hier in Norden kein Dornkart mehr hergestellt. Die beiden Firmengründer waren übrigens bekannt für ihr starkes gesellschaftliches und soziales Engagement. Wir erreichen Norddeich, einen Stadtteil von Norden, der bekannteste vermutlich, denn hier ist nicht nur der Fährhafen, Norddeich ist auch Nordseebad.
Und hier hat sich in den letzten Jahren etwas verändert. 4 Jahre Bauzeit und 20 Millionen Euro. Das sind zwar Zahlen zur neuen Promenade in Norddeich. Der Name der Promenade, das Deck. Entstanden ist eine lange Promenade mit Dünenlandschaft, Holzbohlenwegen und Dünenlehrpfad. Zwischen Promenade und Dünen liegen der Hauptstrand und der Hundestrand. Es gibt einen Dünenspielplatz, Sportgeräte für Erwachsene, Volleyball und Fußballfeld. Hier sind wir jetzt auf dem Dünenlehrpfad. Das ist recht nett gemacht. Es führt ein befestigter Weg hier durch die Dünen und überall findet man Schilder, die vieles erklären. Wir sind inzwischen am Haus des Gastes angekommen, das mit der blauen Brücke. Und hier gibt es was zu essen und zu trinken. Über die Düne gehen wir jetzt weiter Richtung Hafen. Da geht's vorbei an der Surfschule und an der Drachenwiese zum Drachensteigen lassen. Am Hafen, da liegt der alte Seenotretterschuppen. Wir sind jetzt am Hafengelände angekommen. Dahinter liegt der Fährhafen. Vom Hafen Norddeich fahren jährlich über 2 Millionen Urlauber mit den Schiffen nach Juist und nach Norddeich. Nach Puttgarden und Rostock ist Norddeich der drittgrößte Personenhafen Deutschlands und der größte in Niedersachsen. So, das war's aus der Stadt Norden und aus Norddeich. Uns hat der Besuch hier wirklich Spaß gemacht.
Wir haben vieles Neue gesehen und interessante Sachen gehört und erfahren. In diesem Sinn, tschüss.